Machen Sie sich bereit, denn was Sie gleich erleben werden, ist nicht einfach nur ein Auto, sondern eine seismische Veränderung. Vergessen Sie die Dominanz von Tesla. Vergessen Sie die Präzision von Porsche. Der BYD Yangwang U7 hat nicht nur die Regeln neu geschrieben, er hat das Regelbuch verbrannt. Dieses Biest übertrifft nicht nur die Besten der Welt. Es übertrifft sie auch, es trotzt der Physik. Stellen Sie sich eine Superlimousine mit 4 Motoren. Über 1300 PS. Der Eleganz eines Rolls-Royce und der wahnsinnigen Fähigkeit vor, seitwärts zu fahren und Treppen zu steigen wie eine besessene Maschine. Wie hat ein chinesischer Autohersteller ein Meisterwerk vollbracht, das den Mercedes EQS in Sachen Luxus und den Porsche Taycan auf der Rennstrecke in den Schatten stellt? Während Tesla um Antworten ringt? Das werden Sie gleich herausfinden. Yangwang U7, Ultimative Leistung, Ultimative Precision. Der Yangwang U7 ist nicht einfach nur ein Auto. Er fährt nicht einfach nur, er bewegt sich, er gleitet. Er schwenkt mit einem fast unheimlichen Gefühl von Leben, wie ein Tier, das aus reiner Elektrizität und Präzision entwickelt wurde. Mit über 1300 Pferdestärken in einem 4-Motoren-Setup, bei dem jedes Rad seinen eigenen, unabhängigen Motor hat, handelt es sich nicht nur um einen Allradantrieb, sondern um eine Allradsteuerung. Vergessen Sie Differentiale, vergessen Sie mechanische Kompromisse. Jeder Reifen reagiert mit chirurgischer Präzision und leitet die rohe Kraft genau dorthin, wo sie gebraucht wird. Und zwar genau dann, wenn sie gebraucht wird. Wenn das U7 beschleunigt, schießt es nicht wie herkömmliche Maschinen in ruckartigen Schritten vorwärts. In nur 2,9 Sekunden geht es aus dem Stand auf 100 Stundenkilometer. Es fühlt sich an, als würden sie von unsichtbaren magnetischen Kräften vorwärts gezogen, ohne Schaltvorgänge, ohne mechanische Verzögerung. Nur mit einer endlosen, flüssigen Welle von Drehmoment. Und gerade wenn man denkt, dass man seine Fähigkeiten verstanden hat, macht er etwas, das für ein Auto fast unmöglich erscheint. Er rutscht zur Seite. Mit BYDs Krabbenmodus fährt das U7 nicht unbeholfen in enge Parklücken. Es gleitet nach links oder rechts wie ein Raumschiff, das sich selbst andockt. Und braucht kaum 30 Zentimeter, um sauber in Position zu gleiten. Die Bewegung ist so geschmeidig, so natürlich, dass sie sich animiert, fast unwirklich anfühlt. Und wenn er auf Hindernisse stößt, denen sich keine Luxuslimousine jemals stellen sollte, wie steile Betontreppen, klettert er. Dank der aktiven vertikalen Kraftentfaltung und der Union-Z-Federung bewältigt jedes Rad die Steigung unabhängig und hebt das Fahrzeug Schritt für Schritt an. Ohne Ruck, ohne Anstrengung, als würde es ruhig bergauf gehen. Selbst bei hohen Geschwindigkeiten, bei denen die meisten Fahrzeuge die Fassung verlieren, bleibt der U7 unheimlich gelassen. Bei extremen Wendemanövern schwenkt er um 180 Grad, ohne dass die Reifen quietschen oder die Bremsen knallen, und dreht sich mit der fließenden Anmut eines Balletttänzers. Und das ist nicht nur theoretische Brillanz. Bei Wintertests auf vereisten Strecken zeigte der Yangwang U7 eine atemberaubende Kontrolle und behielt die Traktion, wo andere ausrutschten und versagten. Beim brutalen Elchtest, einem plötzlichen Ausweichmanöver bei fast 96 Stundenkilometern, schlitterte der U7 sauber durch den Parcours, wo die meisten Konkurrenten bei weitaus niedrigeren Geschwindigkeiten die Kontrolle verlieren. Selbst bei katastrophalen Ereignissen, wie einem Reifenplatzer bei Autobahngeschwindigkeit, lässt sich das U7 nicht aus der Ruhe bringen. Es verteilt das Drehmoment in Millisekunden auf die verbleibenden Räder und hält das Auto aufrecht. Stabil und reaktionsschnell, schneller als menschliche Reflexe es je könnten. Dies ist nicht nur ein Backup-Plan, es ist adaptive, lebendige Intelligenz, die in Metall und Code verschmolzen ist. Der Yangwang U7 verändert alles. Es geht nicht nur um Geschwindigkeit, Leistung oder technische Daten. Es geht um die Vorherrschaft unter allen Bedingungen, um die Neudefinition dessen, was ein Auto sein kann. Und im Innenraum verwandelt sich das Erlebnis noch einmal von roher mechanischer Brillanz zu einer Welt des reinen, mühelosen Luxus, in der Leistung und Eleganz Seite an Seite existieren. Die Zukunft ist nicht einfach angekommen, sie kam von der Seite. Tesla sieht minimalistisch aus. Das hier sieht königlich aus. BYD hat nicht einfach nur ein Autointerieur gebaut, sie haben eine fahrende 5-Sterne-Suite mit Gehirn geschaffen. Wenn Sie in den Yangwang U7 einsteigen, betreten Sie nicht nur eine Kabine, sondern eine Atmosphäre, die Ihre Sinne verführen und Ihre Instinkte ansprechen soll.
Jede Oberfläche ist so gestaltet, dass sie sich lebendig anfühlt, von den geformten, belüfteten, beheizten und massierenden Sitzen, die mit echtem, geschmeidigem Leder umhüllt sind, bis hin zu den Echtholzzieherleisten, die ihre Hände instinktiv berühren möchten. Die ambiente Beleuchtung fließt wie ein lebendiger Puls und ändert ihre Farbe je nach ihrer Stimmung oder der vor ihnen liegenden Straße. Vorne und in der Mitte wird ein 15,6 Zoll OLED-Touchscreen zum Herzstück ihrer Reise, lebendig, intuitiv und blitzschnell. Ein digitales Kombi-Instrument ergänzt ihn perfekt und erkennt alle ihre Bedürfnisse, bevor sie überhaupt wahrnehmen. Dann beginnt das Soundsystem zu spielen. Nicht einfach nur Musik, sondern eine komplette 3D-Klanglandschaft, die jeden Sitzplatz in kinoreife Klarheit hüllt und die Kabine in einen bewegten Konzertsaal verwandelt. Die Passagiere im Fond werden wie VIP-Gäste behandelt, mit individuellen Touchscreens, kabellosen Ladegeräten und sogar einer eingebauten Minibar, die gekühlt und servierbereit ist. Die zonenweise Klimatisierung und ein unsichtbares Luftreinigungssystem sorgen für einen Kokon aus sauberer, perfekter Luft, so nahtlos, dass Sie es erst bemerken, wenn Sie wieder in ein normales Auto steigen. All dies wird von einer KI gesteuert, die so intelligent ist, dass sie sich weniger wie ein System und mehr wie ein Butler anfühlt. Sie antizipiert Ihre Gewohnheiten, passt Ihre Vorlieben an und beseitigt Reibungsverluste, bevor sie überhaupt entstehen. Das ist nicht einfach nur Luxus, es ist Luxus, der mitdenkt. Von außen schreit der Yangwang U7 nicht nach Aufmerksamkeit, er fordert sie. Die Karosserie ist mit aerodynamischer Präzision geformt und hat einen Luftwiderstandsbeiwert von nur 195, wodurch sie glatter durch die Luft gleitet als fast alles andere auf der Straße. Scharfe, skulpturale Linien fließen nicht zur Schau, sondern zum Zweck. Jede Kante, jede Kurve ist auf Schwung und Dominanz ausgelegt. C-förmige LED-Scheinwerfer umrahmen ein entschlossenes, fast raubtierhaftes Gesicht, während bündige Türgriffe und rahmenlose Türen die makellose Silhouette des Fahrzeugs bewahren. Ein nahtloses Panoramaglasdach krönt das Design und taucht den Innenraum bei Tag in natürliches Licht und bei Nacht in kosmisches Leuchten. Mit mehr als 5 Metern Länge, Tiefe und Breite hat der U7 die Haltung eines Supersportwagens, der in Eleganz gehüllt ist. Ein aktiver Spoiler versteckt sich unter der Hecklinie und entfaltet sich automatisch, um das Auto bei hohen Geschwindigkeiten zu verankern. Auch an den Unterboden wurde gedacht. Er ist so geformt, dass er die Luft wie eine Waffe lenkt, den Auftrieb reduziert und die Kontrolle maximiert. Der Yangwang U7 ist nicht nur eine schöne Maschine. Es ist aerodynamische Kunst, die mit rücksichtsloser Leistung verschmilzt, ein Fahrzeug, das sich nicht nur durch den Raum bewegt, sondern ihn beherrscht. Und unter dieser atemberaubenden Hülle verbirgt sich etwas noch Erstaunlicheres. Der Geist der Maschine. Das Auto, das schneller denkt als Sie. Unter der schnittigen Karosserie verbirgt sich die E4-Plattform. Eine intelligente Maschine, die das kann, was die meisten Autos nicht können: vorhersagen, schützen und leisten. Dies ist keine Ansammlung von Teilen, es ist ein Gehirn, ein Rückgrat und ein Muskelsystem. Die zu einem reaktionsschnellen Ungetüm verschmolzene E4-Plattform führt einen bahnbrechenden Ansatz ein: die unabhängige Motorsteuerung. Jedes Rad hat seinen eigenen Motor, nicht nur für den Antrieb, sondern auch für die Drehmomentkoordination. Das heißt, wenn ein Rad durchdreht, gleichen die anderen das nicht nur aus, sondern gleichen es aus. Ob Glatteis, eine scharfe Kurve oder ein plötzliches Ausweichmanöver, das System berechnet und reagiert schneller, als ein Mensch es je könnte. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie fahren auf einem glatten Bergpass und Ihr linker Vorderreifen trifft auf Schotter. Die meisten Autos würden die Beherrschung verlieren. Das U7 zuckt nicht zurück. Es leitet die Kraft sofort an die anderen 3 Räder weiter, wie 4 KI-Copiloten, die in Harmonie arbeiten. Das Ergebnis? Sie behalten die Kontrolle. Und zwar nicht zufällig, sondern mit Absicht. Kombinieren Sie dieses Niveau an Antriebslogik mit etwas noch surrealistischerem: einer Aufhängung, die sich bewegt, als würde sie auf einem Magnetkissen schweben. Hier kommt das Union Z-System ins Spiel, eine von der Magnetschwebebahn inspirierte Federung. Es mildert nicht nur Unebenheiten, es löscht sie aus. Es liest die Straße bis zu 4000 Mal innerhalb eines Wimpernschlags und passt sich alle 5 Millisekunden an,
12-mal schneller als der durchschnittliche menschliche Reflex. Das bedeutet, dass das U7 nicht wackelt, nickt oder rollt. Es gleitet einfach. Und das meinen wir wörtlich. Es kann Treppen steigen, ohne zu wackeln, seitlich in enge Räume einfahren und sogar auf unebenem Pflaster oder Bordsteinen gerade bleiben. Das ist nicht nur funktional, sondern fast schon poetisch. Dieses Leistungsniveau hängt von einem versteckten Helden ab, dem magischen Linealsensor. Er nutzt die dreidimensionale Hall-Effekt-Technologie, um die vertikale Position des Fahrzeugs mit mikroskopischer Präzision abzutasten, nur 15 Mikrometer, kleiner als ein rotes Blutkörperchen. Das ist keine Metapher, das ist messbar. So weiß das Auto, wann es eine Seite anheben, das Gewicht verlagern oder einer Kraft entgegenwirken muss, bevor Ihr Körper überhaupt merkt, dass sich etwas verändert hat. Und diese Technologie ist nicht nur dazu da, um zu beeindrucken, sondern auch um zu schützen. Dies ist das erste Serienfahrzeug der Welt mit Redundanz der Stufe 3 für 4 wichtige Systeme. Lenkung, Bremsen, Antrieb und Leistung. Angenommen. Ihr Hauptbremssystem fällt aus. Nicht ideal. In den meisten Autos wären sie in Schwierigkeiten. Bei der U7 übernehmen die Elektromotoren die Kontrolle und halten das Fahrzeug vollständig an. Wenn ein Lenkmodul ausfällt, leitet das System die Eingaben um die Kontrolle zu behalten. Sollte die Batterie ausfallen, steht ein zweites System in Reserve bereit. Das geht über intelligente Sicherheit hinaus. Es ist ein eingebautes Vertrauen, das Sie spüren können. Deshalb glänzt der U7 bei anspruchsvollen Tests wie dem berüchtigten Elchtest, bei dem er Geschwindigkeiten von über 95 Stundenkilometern bewältigt, ohne außer Kontrolle zu geraten. Selbst wenn 2 Reifen platzen, bleibt das Fahrzeug bis zu einer Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern richtungsstabil. Warum ist das wichtig? Weil es bei der Leistung nicht mehr um Nervenkitzel geht, sondern um Vertrauen. In einer Welt, in der eine falsche Reaktion eine Katastrophe bedeuten kann, ist ein Auto, das schneller denkt als man selbst, nicht nur clever, sondern notwendig. Das ist nicht nur schlau, sondern chirurgisch. Und es ist die Grundlage für vollständige Autonomie. Das sollte nicht möglich sein. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass ein so leistungsfähiges Auto mit einem 6-stelligen Preisschild ausgestattet ist. Sie irren sich. Der Yangon U7 ist nicht nur beeindruckend, sondern im Vergleich dazu auch erschwinglich. Und das ist kein Zufall, sondern eine Strategie. Der Grund dafür, dass BYD solche Spitzentechnologie anbieten kann, ohne in den Ultra-Premium-Bereich vorzudringen, liegt darin, dass das Unternehmen fast jeden Teil des Prozesses selbst besitzt. Von den Batteriezellen über das Motordesign bis hin zum Softwarecode stellt BYD alles selbst her. Durch diese vertikale Integration entfallen die Preisaufschläge, die andere Marken, die sich auf externe Zulieferer verlassen, in Kauf nehmen müssen. Während Konkurrenten sich mit anfälligen Lieferketten und Lizenzverträgen herumschlagen müssen, kontrolliert BYD jeden Schritt von der Blaupause bis zum Ausstellungsraum. Diese Effizienz wirkt sich direkt auf den Preis aus. Obwohl die offiziellen internationalen Preise noch nicht bekannt sind, wird erwartet, dass der U7 deutlich unter den Preisen von Konkurrenten wie dem Mercedes-Benz EQS und dem Porsche Taycan Turbo S liegen wird. Und das bei einem höheren Drehmoment, besserer Technik und futuristischeren Funktionen auf der ganzen Linie. Einer der größten Kostenvorteile ergibt sich aus dem Blade-Batteriesystem. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien verwendet die Blade-Batterie ein sichereres, dichteres Zellendesign, das einem thermischen Durchgehen widersteht, was weniger Risiken und eine bessere Raumeffizienz bedeutet. Dadurch kann das U7 eine größere Reichweite von bis zu 800 Kilometern mit einer einzigen Ladung bieten, ohne dass zusätzliche Masse oder Kosten entstehen. Die Ladegeschwindigkeit ist ein weiterer Bereich, in dem BYD einen Vorsprung hat. Mit der Unterstützung von ultraschnellem Gleichstrom kann das U7 in nur 15 Minuten eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern erzielen. Das ist ein kurzer Kaffeestopp, keine lange Ladepause. Noch wichtiger ist, dass das System bidirektionale Stromversorgung, Fahrzeug zu Ladung und Fahrzeug zu Netz, unterstützt. Sie können Ihre Werkzeuge anschließen, ein anderes Elektrofahrzeug aufladen oder sogar Ihr Haus während eines Stromausfalls mit Strom versorgen. Praktisch gesehen ist es ein Notstromaggregat auf Rädern. Er ist Ihre netzunabhängige Lebensader. Es ist Mobilität und Energieunabhängigkeit in einem. Für den durchschnittlichen Autofahrer bedeutet das ganz einfach: weniger Ladestops,
niedrigere Energierechnungen und mehr Sicherheit in Notfällen. Das ist die Art von Nutzenversprechen, die dieses Auto nicht nur attraktiv, sondern auch logisch macht. Noch überraschender ist, dass BYD keine staatlichen Subventionen benötigt, um dies zu erreichen. Dies ist kein künstlicher Rabatt. Es handelt sich um eine echte Innovation, die effizient skaliert und zu einem nachhaltigen Preis verkauft wird. BYD skaliert die Innovation und unterbietet die Giganten. Keine Subventionen erforderlich. Dennoch ist kein Auto ohne Grenzen. Selbst BYD kann die Physik nicht besiegen. Trotz all seiner Brillanz gibt es auch beim Yongwang U7 Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Beginnen wir mit dem Offensichtlichen. Das Gewicht. Mit 4 Motoren, einer riesigen Batterie, komplexen Sensoren und einer hochbelastbaren Aufhängung ist das U7 kein Leichtgewicht. Die Technologie hilft zwar dabei, diese Masse auf der Straße zu verbergen, aber im Laufe der Zeit könnte sie sich dennoch auf den Reifenverschleiß, den Batterieverschleiß und die allgemeine Fahreffizienz auswirken. Eine große Leistung erfordert eine große Struktur, und das bedeutet einen hohen Wartungsaufwand auf lange Sicht. Und dann ist da noch die Frage der Komplexität. Fortschrittliche Funktionen wie die Union-Z-Federung und der Magic Ruler-Sensor sind beeindruckend. Aber was passiert, wenn sie gewartet werden müssen? Das sind keine Teile, die man in jeder Werkstatt ersetzen kann. Spezialisiertes Reparaturtraining und firmeneigene Komponenten könnten längere Reparaturzeiten und höhere Kosten bedeuten. Insbesondere außerhalb Chinas, wo BYDs Support-Netzwerk noch im Aufbau ist. Das Vertrauen in die Marke ist eine weitere Hürde. Innerhalb Chinas ist BYD ein Kraftpaket. International muss das Unternehmen noch an Zugkraft gewinnen. Käufer, die an alteingesessene Namen wie Mercedes oder Porsche gewöhnt sind, zögern vielleicht, wenn ihnen ein neues Markenzeichen präsentiert wird. Selbst wenn die technischen Daten besser sind, ist Luxus nicht nur eine Frage der Leistung, sondern auch der Wahrnehmung. Und das braucht Zeit. Und schließlich könnte das U7 für viele Menschen einfach zu viel Auto sein. Sein umfassendes Leistungsspektrum eignet sich am besten für Leistungsliebhaber, Technikbegeisterte oder diejenigen, die alle erdenklichen Funktionen wünschen. Aber für den durchschnittlichen Stadtfahrer kann es sich überwältigend oder unnötig anfühlen. Nicht jeder braucht ein Fahrzeug, das seitlich in eine 30 cm Lücke rutschen oder Treppen steigen kann. Kurz gesagt, BYDs Genialität braucht vielleicht einen Filter, um die breite Masse zu erreichen. Nicht, weil das Auto nicht brillant ist, sondern weil Brillanz manchmal Vereinfachung braucht, um zugänglich zu sein. BYD muss die Genialität des U7 möglicherweise zähmen, um es der Welt zu verkaufen. Wie schlägt sich das Auto im Vergleich zu den großen Namen des elektrischen Luxus? Finden wir es heraus. Tesla Model S Plaid. Es war der König der elektrischen Geschwindigkeit, bis BYD das Spiel änderte. Das Tesla Model S Plaid war einst das Nonplusultra in Sachen elektrisches Hochleistungsfahren. Ein Start von 0 auf 100 km pro Stunde in weniger als 2 Sekunden. Eine Höchstgeschwindigkeit, die die Grenzen der Straßenverkehrsordnung sprengte. Und eine treue Fangemeinde, die glaubte, niemand könne ihm das Wasser reichen. Sie fühlte sich unantastbar, unbesiegbar, unausweichlich an. Aber etwas hat sich geändert. Nicht über Nacht, nicht in einer einzigen Schlagzeile, sondern in den stillen Momenten, in denen die Fahrer begannen, nach mehr als nur Beschleunigung zu fragen. Die Frage lautete nicht mehr, wie schnell kann ich noch fahren? Tesla hat sein Imperium auf Geschwindigkeit und Software aufgebaut. Und der Plaid bietet beides. Das muss man ihm lassen. Das umfassende Ökosystem mit Autopilot, Over-the-Air-Updates und einem nativen digitalen Erlebnis hat dazu beigetragen, die Möglichkeiten eines Luxus-Elektrofahrzeugs neu zu definieren. Das zentrale Display war sehr elegant. Die Echtzeit-Reaktionsfähigkeit der Benutzeroberfläche ist den meisten Konkurrenten voraus. Es machte Autos zu Gadgets und Besitzer zu Beta-Testern. Für Early Adopters und eingefleischte Technikfans war das elektrische Nirvana. Aber für diejenigen, die ein echtes Luxuserlebnis und nicht nur Technik suchen, hat sich das Furnier langsam abgenutzt. Steigen Sie heute in ein Model S Plaid ein. Und während die Technik nach wie vor beeindruckend ist, erzählt der Innenraum eine andere Geschichte. Das minimalistische Armaturenbrett, einst futuristisch, wirkt jetzt karg. Das Jochlenkrad ist zwar kühl, aber eher umstritten als nützlich. Kritiker bemängeln die fehlende taktile Rückmeldung, die fehlende Verfeinerung des Sitzkomforts und die fragwürdige Ergonomie einer Designphilosophie, die eher auf Vereinfachung als auf Raffinesse setzt. Und dann ist da noch das Fahrverhalten.
Während der Plaid wie ein Hochgeschwindigkeitszug beschleunigt, wurde seine Fahrwerksabstimmung auf glatten Autobahnen immer wieder kritisiert. Die Fahrt ist aufregend, aber wenn Sie bei hoher Geschwindigkeit auf unebene Straßen, raue Stellen oder unerwartete Kurven stoßen. Und das Model S fühlt sich unruhig an. Das Plaid tauscht Finesse gegen rohe Gewalt. Eine Strategie, die zwar für Schlagzeilen sorgte, aber in der Praxis Lücken hinterlässt. Die Fahrer berichten von einer Diskrepanz zwischen dem Leistungsvermögen und der Fähigkeit des Fahrzeugs, sie bequem unter Kontrolle zu halten. Hinzu kommt das veraltete Design. Die aktuelle Generation des Model S wurde zwar unter der Haube aktualisiert, basiert aber auf einer Plattform aus dem Jahr 2012. Trotz Verbesserungen und Facelifts fühlen sich seine Form, sein Layout und sein Innenraum allmählich vertraut an. Vielleicht zu vertraut in einem Markt, der sich ständig neu erfindet. Die Software von Tesla ist nach wie vor ein Maßstab. Der adaptive Tempomat, die halbautonome Navigation und die kontinuierliche Aktualisierungsstrategie sind nach wie vor starke Argumente. Doch angesichts des zunehmenden Regulierungsdrucks und des sich verschärfenden Wettbewerbs wird selbst dieser Vorsprung immer geringer. Andere holen auf, nicht in Jahren, sondern in Quartalen. Hier setzt der Yangon U7 von BYD an, nicht nur mit einem Gegenpol, sondern mit einer völligen Neudefinition dessen, was eine elektrische Hochleistungslimousine sein kann. Während Tesla bei der Geschwindigkeit neue Maßstäbe gesetzt hat, hat BYD den gesamten Bereich umgestaltet. Fahrverhalten, Komfort, Kontrolle und emotionale Präsenz. Tesla fühlte sich einst wie die Zukunft an, aber jetzt steht er in der Gegenwart von etwas Neuerem, Größerem und Ehrgeizigerem. Es fühlt sich langsam an wie eine Vision von gestern. Die wahre Schwachstelle von Tesla ist nicht die Geschwindigkeit, sondern die Erfahrung. Auf dem Weg von der Elektrorevolution zur Luxustradition ist der nächste Rivale ein Name, der für Status steht: Mercedes-Benz. Mercedes-Benz EQS. Luxus ist das Reich von Mercedes, aber der U7 könnte gerade einen königlichen Coup landen. Als der EQS auf den Markt kam, versprach er die Zukunft der Prestige-Mobilität. Mercedes erklärte, dass sie nicht nur in die Elektromobilität einsteigen, sondern sie neu definieren würden. Eine lange, elegante Karosserie. Flüsterleiser-Antrieb. Die Luftfederung sorgt für ein gedämpftes Gleiten über die meisten Oberflächen. Die Hinterachslenkung macht dieses Fahrzeug mit der Länge einer Limousine überraschend wendig. Innenraumgeräusche sind nahezu nicht vorhanden und der Fahrgastkomfort ist unübertroffen. Die Fondpassagiere werden wie Könige behandelt, insbesondere in den höheren Ausstattungen, in denen die Sitze einzeln verstellbar sind. Massage und Cocoon. Mercedes nutzte auch sein Erbe, das für Prestige, Handwerkskunst und weltweites Vertrauen steht. Die Käufer hatten nicht nur Vertrauen in das Produkt, sondern auch in den Ruf der Marke für Zuverlässigkeit und Klasse. Trotz alledem hat es der EQS schwer, zu einer kulturellen Ikone zu werden. So wie es einst das Model S von Tesla wurde. Sein Design ist zwar aerodynamisch, wurde aber vielfach wegen mangelnder Ausstrahlung kritisiert. Die abgerundete, fleckige Silhouette ist effizient. Ja, aber sie weckt keine Leidenschaft. Es schreit nicht nach Präsenz. Sie flüstert Konformität, was die Leistung angeht. So ist der EQS gelassen, aber nicht aufregend. Die Beschleunigung ist respektabel, aber nicht in der gleichen Liga wie bei anderen leistungsstarken Elektroautos. Die Reichweite ist zwar anständig, aber nicht überragend. Das Ergebnis ist ein Auto, das alles gut macht, aber in keinem Bereich einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Damit ist der Weg frei für einen Umbruch, insbesondere für ein Unternehmen, das bereit ist, die Bedeutung von Luxus neu zu überdenken. Denn im Jahr 2025 geht es bei Luxus nicht mehr nur um alte Materialien oder alte Namen. Es geht um Präzision, Persönlichkeit und intelligente Interaktion. Es geht darum, dem Fahrer nicht nur Komfort, sondern auch Kontrolle zu bieten. Der EQS bleibt eine solide Wahl im Luxussegment, aber für Käufer, die eine emotionale Verbindung, kühne Innovation und unverwechselbare Präsenz suchen, gibt es jetzt einen neuen Herausforderer auf den Thron. Das alte Prestige wird durch neue Präzision herausgefordert. Kommen wir von der Eleganz zur Aggression. Wenn es einen Wettbewerber gibt, der über die technischen Voraussetzungen verfügt, sich zu behaupten, dann ist es Porsche. Porsche Taycan Turbo S. Porsche jagt keinen Trends hinterher. Porsche schafft sie. Aber im heutigen Rennen um die Elektrifizierung stellt sich eine neue Frage. Kann Porsche seine Krone wirklich halten?
Als der Taycan Turbo S auf den Markt kam, bot er keine fernen Versprechen für die Zukunft. Er brachte das gesamte Erbe der Geschwindigkeit, der Präzision und des Stolzes von Porsche mit sich und erweckte die elektrische Welt mit einer DNA zum Leben, die keine andere Marke replizieren konnte. Das war kein Kompromiss, das war Evolution. Ein reiner Porsche, unverfälscht und unapologetisch. Auf der Rennstrecke ist der Taycan lebende Poesie. Die Lenkung ist so scharf wie eine Klinge und reagiert schneller, als man denkt. Die Beschleunigung ist brutal und doch perfekt kontrolliert. Sie fesselt sie an den Sitz, ohne sich jemals wild anzufühlen. In jeder Kurve fühlt sich der Taycan fast telepathisch an und lässt die Grenze zwischen Fahrer und Maschine verschwimmen. Jedes Element ist auf ein einziges Ziel ausgerichtet, die pure Verbindung hinter dem Lenkrad. Was das Design angeht, gibt sich der Taycan keine Mühe. Er ist niedrig, bright, muskulös, jede Linie ist mit Spannung und Zielsetzung aufgeladen. Schon aus dem Stand sieht er aus, als könnte er den Horizont durchbrechen. Er fühlt sich luxuriös, fokussiert und unverkennbar nach Porsche an. Doch diese Zielstrebigkeit hat ihren Preis. Die Reichweite ist ordentlich, aber nicht klassenführend. Der Platz auf den Rücksitzen ist knapp bemessen. Der Laderaum ist begrenzt. Der Fahrkomfort ist zwar kompetent, kommt aber nicht an die wolkengleiche Sanftheit von Elektrolimousinen heran, die auf pure Entspannung ausgerichtet sind. Dies ist ein Auto, das für die Leidenschaft gebaut wurde, nicht für die Praktikabilität. Und dann ist da noch der Preis. Der Taycan Turbo S ist ein Auto der absoluten Spitzenklasse für alle, die nicht nur ein Transportmittel, sondern ein Meisterwerk der Technik suchen. Sie kaufen Reinheit beim Fahren, ja, aber auf Kosten der Flexibilität im Alltag. Und genau hier kommen neue Akteure wie der Yangwang U7 ins Spiel. Während der Taycan ein scharfes, fokussiertes, chirurgisches Skalpell ist der U7 eher wie ein Schweizer Panzer. Schnell, luxurious, intelligent und geräumig zugleich. Der Taycan bleibt eine Ikone. Aber die eigentliche Frage ist nicht, ob Porsche ein außergewöhnliches Elektrofahrzeug bauen kann. Es geht darum, ob eine Maschine, die für einen einzigen Zweck gebaut wurde, in einer Welt, die alles von einem einzigen Fahrzeug verlangt, immer noch die Oberhand behalten kann. Ist der Yangwang U7 das nächste Kapitel in der Geschichte der Premium-Elektroautos? Oder ist er nur der erste Schuss in einer viel größeren Revolution? Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Sie davon halten. Wenn Ihnen dieser Einblick gefallen hat, vergessen Sie nicht, das Video zu liken und zu abonnieren, damit Sie keinen Moment der Zukunft verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.